Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldurs geht 3. Wir sind hier in unserem Hirn, irgendwie, nicht so richtig, aber fast. Und der Traumbesucher entwickelte sich zu einem, einem anderen Besucher. Lazel findet das gar nicht mal so geil. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich sagt mir alles mache oder irgendwas anderes. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass er ein Gedankenschinder ist. Ich habe halt gedacht, der ist cool irgendwie. Das interessiert mich eigentlich auch. Also das interessiert mich nicht und das interessiert mich auch nicht, weil das ist ja offensichtlich. Wäre er mir als Gedankenschänder gegenübergetreten, hätte ich ja gesagt, Das würde ich gern machen. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Sagt mir einfach alles. It's like I said before. I'm just like you. Hä? An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals, unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed, and they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Ich will ihn wieder in der anderen Form sehen. Wie geht das? Fürst Gortash war einer der Auserwählten der Kolonie. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Das ist so, mein Gehirn ist schon so Matschepampe, dass ich immer, wenn der sagt Eldery, dass ich einfach Elden Ring verstehe. Musstet ihr die Gehirne von Verbrechern essen? Rather than potential future allies, like you. Also erzählt ihr mir, worum es bei diesem Kampf ging? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus' mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus' mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave.
Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Ich finde das interessanter. Ich finde aber auch das interessant. Wollte Flaggy, dass wir euch oder Orpheus töten, als sie uns ins Prisma geschickt hat? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was in prison. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. Ich frage mich halt gerade, warte mal, ich muss gerade mal meine Gedanken sortieren. Mir ist eben was eingefallen. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Wart ihr auch hier gefangen? No. God has sent me on a mission to retrieve the astral prison. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Kann ich wieder umbasteln? Was passiert, wenn wir Orpheus befreien? Könnten wir Orpheus töten und seine Macht an uns reißen? There may come a time when that is necessary. But there is no guarantee that his power would survive his passing. The risk is too great. The moment his protection is gone, you would become enthralled to the Elder Brain, just as I would. We may look different, but to the Elder Brain we are already the same. Thralls in its design. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also, der Catherick hat doch das Nachtlied eingesperrt, um unsterblich zu sein. Und der Imperator hat einfach den eingesperrt, um uns alle zu schützen. Also, die sind sich gar nicht so unähnlich. Die sperren einfach beide Leute ein. Ja, also in einer anderen Weise sehr. Na, das bin ich jetzt mal gespannt, wie die das ausführen. Wir ähneln uns auch in anderer Weise sehr. I'm glad you think so. I agree. But there is one thing that you have that I do not. My original body was destroyed when I transformed. Yours continues to limit you.
As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Warum sagt ihr das? I believe we'll have a better chance of defeating the Elden Rain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Ich weiß noch nicht, ob ich mich weiterentwickeln will wie ein Pokémon. Kriege ich dann Tentakels? Was würde das bedeuten? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Wieso musste ich gerade daran denken, dass sie unsere Genitalien ändern? Wenn ihr mich weiterentwickeln könnt, warum könnt ihr die Zeremorphose dann nicht vollständig aufhalten? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Illithid. So, do you wish to evolve or not? Boah, das ist so unfair. Ich bin nur so neugierig, aber ich will keinen Kopf wie er. Das ist jetzt schwierig, das ist wirklich schwierig. Ich meine, wir haben schon so ein doofes Auge im Auge. Oh Gott. Ich meine, ich habe ja einen Spiegel, wo ich eigentlich was... Ach komm, was soll's? Tut es, ich will mich weiterentwickeln. Whatever this gig offers is no gift to you. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. Im Augenblick? Im Augenblick? Wieso im Augenblick? Heißt es, wir können noch mal... Ich war schon die ganze Zeit auf Raphael. Eigentlich wollte ich doch einen Teufelsdingsbums machen. Ein Teufelspakt. Der kam auch nicht wieder. Ich würde jetzt fast sagen, ach egal, wir haben eine automatische Speicherung, aber ich will ja nicht laden. Wir nehmen das ja so an, wie es ist. Deswegen habe ich ja nur 3 Hanseln. Ich meine, der eine hat einen Pakt mit dem Teufel, der andere ist ein Vampir. Und sie, ja, sie ist halt sie. Ich bin irgendwie die Einzige, die noch ein bisschen normal ist. Oh, bitte kein Kopf. Bitte nur kein Kopf. Oh, bitte kein Kopf. Oh. Die goldene Larve. But it cannot do so alone. It must commune with another. Hä? Über was denn? Nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia, it has become extraordinary.
Essen der Larve deinen Geist öffnen. Muss ich die essen oder was muss ich machen? Nein, ich will das nicht. Oh Gott. Also ich habe mich ja sowieso schon davon verabschiedet, dass wir hier mit irgendjemandem anbandeln. Ich glaube, das Ding ist durch. Gefahren. Wie ein Zug, wenn er nicht anhält. Ach komm, runter damit. What are you? A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. I suppose if it works. But if you had opened your mind to it rather than consuming it, your allies could have taken advantage of its power as well. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Halbelitide, allgemeines Territorial. Du hast die Zeremorphose durchlaufen und bist nun Halbelitide. Du kannst jetzt sogar noch mächtigere Psionik freischalten. Okay. Ich bin Halbelitide. Verfügbare Larven 6. Gedankenschlag. Stoße eine komische. Aha. Zeuge einen magischen Nexus. Freies Wirken. Das hört sich interessant an. Deine Wünsche. Oh, das hört sich aber auch gut an. In eine Täuschungsbestie, okay. Möglicherweise verlangsamt. 2 haben wir noch. Psyche zerbrechen. Dringe in den Verstand einer Kreatur ein und verringere ihre Verteidigung. Aha, gut. Schade, wir haben noch 4. Ja, ich hab sie einfach gefressen. Okay, it's not the time. Er zählt als Böser.
Wo ist denn unser Freund? Verdammt. Warum? Hä? Wo ist der denn? Wo ist denn unser Gedankenfreund? Hätte ich sagen sollen, dass er in der anderen Gestalt besser aussah? Verdammt. Astral eben wirklich verlassen? Nein. Warum denn? Was kann ich denn hier noch machen? Dominated. Protect. Since you ingested my gift instead of using it, there is nothing further I can do for you right now. Proceed. Entschuldigung? Was soll das? Warum haben die eigentlich alle, was soll das? Kirschblüten oder was auch immer? Kann ich hier noch irgendwas tun? Gibt's hier noch irgendwas? Hier ist was. Hier ist auch was. Wie viel Platz haben wir denn hier? Aha, wenigstens einer hat was dabei. Deswegen sind ja auch überall die Hirndis. Er ist wenigstens was zu essen hergekommen. Oh, Kiste. Kann man da runterspringen? Nee. Also die hier weit weg liegen, die haben echt cooles Zeug. Alle anderen sind irgendwie... Oh, ich brenne. Kommt ihr wieder her, ihr zwei?
Das ist echt so. Die hier rumliegen, die mal selbst umbringen, die haben kein ordentliches Zeug dabei. Na gut, den haben wir selbst umgebracht, ich gebe zu. Hä? Ach, die hatten nur im Kampf nichts dabei, oder was? Nee, er hat wirklich nichts. Okay, wir hoffen jetzt einfach mal, dass die anderen beiden mitkommen, würde ich sagen. Die machen hier noch ist ihr Ding. Nee. Kann man hier noch irgendwo hinspringen? Nee. Nee. So, bevor wir jetzt hier rausstolpern, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.